Die Zahl an Livestreams auf... Oh, danke, Tom42. Auch hi an dich. Also, wie ich gerade sagen wollte, die Zahl an Livestreams auf YouTube... Dagobert Duck, du bist verrückt, aber trotzdem... Danke, deine Nachricht bleibt da jetzt wohl für eine Weile stehen. Wie ich ja gerade sagen wollte, die Zahl von Livestreams auf YouTube, die nimmt ja immer weiter zu, sei es jetzt Gaming, News oder Sportevents, was auch immer, wird ja alles mittlerweile live übertragen und YouTube führt nur noch die bereits angekündigten Superchats ein. Das heißt im Prinzip, ja, das wieder oben. Und was das jetzt konkret ist, naja, das schauen wir uns gleich nach dem Intro an. Damit dann hallo und guten Abend YouTube zur YouTube-Lupe Nummer 85 mittlerweile und heute, ja, geht es wie gesagt um die Superchats, die für Livestreamer ganz besonders relevant sind. Denn man kennt es ja durchaus auch von anderen Plattformen wie beispielsweise Twitch, dass Zuschauer auch durchaus bereit sind, mal für jemanden zu spenden. Dementsprechend gibt es eine Vielzahl von Spendenservices. Twitch hat auch seinen eigenen und nun bringt auch YouTube diese Möglichkeit hier mit rein. Und die Voraussetzungen dafür, das Feature zu aktivieren, sind auch relativ gering. Ja? Also ihr müsst 18 Jahre alt sein, einen monetarisierten Kanal haben und mindestens 1000 Abonnenten. Ist in meinen Augen noch vertretbar für so ein Feature. Aber was für ein Feature ist das jetzt genau? Naja, die Zuschauer bekommen direkt in YouTube, das heißt auch wirklich im YouTube-Chat, entsprechend mit integriert die Möglichkeit, Spenden an euch zu richten. Und als Gegenleistung dafür bekommen sie dann eine entsprechend farbliche Hervorhebung im Chat. Und je nach Spendenhöhe gibt es dann auch noch die Möglichkeit, entsprechend eine Nachricht mit zu verfassen, beziehungsweise dann auch, je mehr gespendet wird, desto länger bleibt diese Nachricht im Chat entsprechend oben mit angepinnt. Die genauen Details, wie lange ein Text jetzt angepinnt bleibt, je nach Spendenbetrag, verlinke ich euch mal im entsprechenden Blogartikel für dieses Video. Da hat YouTube das Ganze dann auch entsprechend alles mit sauber aufgelistet, auch schön nach Länder getrennt, kann man sich das alles mal mit angucken. Das Spenden-Feature ist übrigens nutzbar in so ziemlich allen modernen Browsern und auch in der Android-App. Wo es noch nicht funktioniert, ist iOS. Aber ich denke mal, auch da wird das dann irgendwann in den nächsten Wochen mit verfügbar sein. Ganz interessant sind dann hier vielleicht nochmal ein paar Besonderheiten von diesem Chat-Feature. Einerseits ist das Ganze auf 500 € pro Tag und pro User limitiert, aber das dürfte für die meisten Spender wohl kaum irgendwie zu erreichen sein. Laut Informationen von Social Blade werden diese Einnahmen dann zu 70% an den Nutzer entsprechend mit ausgegeben und 30% behält YouTube entsprechend mit ein. Da fehlen mir persönlich jetzt die Erfahrungswerte, um sagen zu können, ob das jetzt ein guter Deal ist oder ein schlechter Deal, weil ja, der große Streamer bin ich definitiv nicht. Hier auf YouTube habe ich 2. Auf Twitch vielleicht mal ein paar Gaming-Streams, aber gut, brauchen wir uns jetzt vormachen, große Zuschauerzahlen habe ich damit nie wirklich erreicht. Auch wichtig zu wissen ist, dass diese Chat-Nachrichten, auch wenn sie bezahlt sind, immer noch genau den gleichen Regeln der Moderation unterliegen. Das heißt, wenn ihr bestimmte Filter habt, dass bestimmte Worte in einem Kommentar nicht vorkommen dürfen, dann greift dieser Filter hier auch für die bezahlten Nachrichten, auch wenn der Nutzer entsprechend 500 € dafür bezahlt hat, dass seine Nachricht für 5 Stunden da angepinnt wird. Ja, wenn er dann ein verbotenes Wort nutzt, Pech gehabt sozusagen in dem Sinne. Obwohl ich weiß nicht hundertprozentig, ob YouTube dann irgendeine Rückerstattung macht, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es wird dann einfach wirklich noch rausgefiltert und ja, das muss man natürlich dann im Hinterkopf behalten als YouTuber und eventuell auch dem Zuschauer dann mitteilen, wenn man jetzt sowas wie Spendeninformationen mit in der Beschreibung vom Livestream drin hat oder so ähnlich. Letztendlich heißt das auch, wenn diese Spendennachrichten unangemessen sind oder beleidigend, dann können auch Chatmoderatoren hier eingreifen und diese durchaus dann wieder löschen. Und ja, dann hat sich das mit dem Angepinntsein dann auch erledigt. Die Einrichtung vom Superchat könnte einfacher wirklich gar nicht sein. Ihr geht einfach ins YouTube-Studio rein, geht dann auf den Community-Tab, dann auf Superchat und klickt da auf Aktivieren und ja, das war es dann dementsprechend auch schon. Wenn ihr es deaktivieren wollt, geht ihr auf derselben Seite einfach wieder auf Deaktivieren. Wirklich kompliziert ist es auch für den Nutzer nicht. Ja? Im Chatfenster gibt es dann unten neben dem Texteingabefeld ein entsprechendes Dollarzeichen, auf das einfach draufgeklickt werden kann und dann kann man entsprechend per Eingabefeld oder per Slider den Betrag auswählen, bei Bedarf noch einen Text eingeben und sieht dann auch schon eine farbliche Vorschau, wie das Ganze dann entsprechend dargestellt wird. Also ja, alles relativ simpel. Und wenn man dann auf Kaufen und Senden geht, bekommt man eine entsprechende Auswahl, ob man mit Kreditkarte oder mit PayPal zahlen möchte. Beide Accounts kann man dementsprechend auch dort mit integrieren, falls das noch nicht geschehen ist. Und es gibt auch den kleinen dezenten Hinweis, dass man eigentlich 18 Jahre alt sein muss, um eine Spende entsprechend durchzuführen. Ob und wie das kontrolliert wird und was bei Verstößen passiert, keine Ahnung. Das wird sich dann wahrscheinlich erst in Zukunft zeigen. Ja, und wenn der Zuschauer jetzt eine Spende durchgeführt hat, dann taucht das Ganze dementsprechend im Chatfenster mit auf und geht dann tickert da natürlich so hoch. Und es wird natürlich auch für die dementsprechende Dauer angepinnt im Chatfenster. Ihr bekommt jetzt aber keinerlei Chat-Einblendung irgendwie im Videobild oder irgendwelche Töne. Also was müsst ihr dann wieder extern mit eurem Streaming-Programm
durchgeführt werden. Was mich jetzt eigentlich noch so interessieren würde, ist, was passiert bei mehreren Chatnachrichten. Gerade größere Streamer können ja durchaus auch mal die ein oder andere Spende mehr pro Minute reinkriegen. Und ja, wenn dann natürlich auch die Spenden dementsprechend lange angepinnt sind für mehrere Minuten oder auch eine Stunde oder wie auch immer, stapeln sich dann die Spendennachrichten oder muss ich dann scrollen oder werden die Nachrichten dann verdrängt? Wie läuft das denn ab? Ihr bekommt als YouTuber jetzt mehrere Möglichkeiten, wie ihr den Spendenverlauf nachverfolgen könnt. Einerseits gibt es dann im Streamfenster ein entsprechendes Kontrollmodul für Superchat, wo diese Nachrichten entsprechend noch mit aufgelistet sind. Dann gibt es natürlich noch die Superchat-Seite, wo die letzten 30 Tage alle aufgelistet werden. Und alles, was darüber hinausgeht, wird dann entsprechend in YouTube Analytics entsprechend alles mit dargestellt, sodass ihr auch da die Einnahmen genau verfolgen könnt. Und am Ende des Monats wird dann alles entsprechend über AdSense mit ausgezahlt. Dementsprechend gibt es da also auch keine weitere Besonderheit, sodass das für die Leute in Netzwerken heißen sollte, dass das Ganze auch ganz normal übers Netzwerk abgewickelt wird und dann hängt es eben von eurem Netzwerk ab, ob das gesondert angegeben wird oder alles irgendwie zusammen. Kommen wir jetzt aber mal zu so einem kleinen Fazit irgendwie zu dem Feature, auch wenn es noch relativ frisch ist und relativ ungetestet. Aber ich finde es doch relativ angenehm, dass das Ganze jetzt auch in YouTube durchaus mit integriert ist und nicht noch wieder ein Extra-Service mit nötig macht. Wenn ihr als Streamer jetzt aber sagt, das wäre irgendwie besser, das extern zu haben, dann lasst mich das mal unten in den Kommentaren wissen, was da so die Vorteile denn wären. Ich persönlich finde es relativ angenehm, dass das Ganze auf YouTube entsprechend jetzt so integriert wurde. Es macht auch technisch eigentlich den Eindruck, dass es relativ gut umgesetzt wurde, also da kann man auch nicht großartig dran meckern. Ein bisschen schade ist es vielleicht, dass im Atemzuge von diesem Superchat-Feature das Fanfunding entsprechend komplett gelöscht wurde. Klar, für uns hier in Deutschland ist das relativ egal, weil Fanfunding gab es hier sowieso nie als Feature wirklich. Aber ich habe eben auch einige amerikanische Kommentare gelesen, die das Ganze schon schade finden, dass Fanfunding jetzt entsprechend weggegangen ist, weil das eben ein Feature war, was für alle Kanäle einsetzbar war und eben nicht nur für Livestreams. Insofern, wer die Möglichkeit für Spenden anbieten möchte, aber keine Livestreams irgendwie durchführt, gut, der ist dann trotzdem noch weiterhin auf Dienste wie PayPal oder auch Patreon angewiesen. Interessant dürfte dann jetzt auch sein, ob in den nächsten Wochen nicht vielleicht vermehrt YouTuber anfangen, Livestreams zu machen und irgendwie mit ihren Zuschauern interagieren zu wollen und dann ganz zufällig dieser Spenden-Button unten irgendwie da ist und man doch auf einmal ganz lieb zu seinen Zuschauern ist und ganz viel Zuschauerbindung zeigt. Also ich sehe hier so ein kleines bisschen die Gefahr, dass es vom einen oder anderen YouTuber durchaus missbraucht werden könnte. Und auch wenn man eigentlich erst ab 18 Jahren spenden sollte, wie gesagt, Kontrolle sah da irgendwie ein bisschen mau aus. Insofern mal schauen. Ich lasse mich da überraschen, will den Teufel nicht zu sehr an die Wand malen. Ein anderer Gefahrenpunkt sind natürlich aber auch Trolle. Ja, nur mal so als Extrembeispiel. Wenn ihr einen Zuschauer habt, der euch absolut nicht leiden kann und auch ein bisschen Geld auf der hohen Kante, der hat dann jetzt auch die Möglichkeit, mal so eben, zack, ein bisschen was auf den Tisch zu legen und dann ist dann eben so eine Nachricht plötzlich angepinnt für ein paar Stunden. Ist dann natürlich nicht so cool, aber wie gesagt, ihr habt natürlich die Moderationsmöglichkeiten und könnt das dann auch entsprechend löschen. Also es bleibt jetzt nicht für wirklich, im Extremfall für 5 Stunden angepinnt. Wenn ihr das da nicht haben wollt, dann könnt ihr es auch dementsprechend löschen. Und trotz alledem würde ich sagen, es ist ein relativ interessantes Feature, auch ein gutes Feature sicherlich für Livestreamer, die den Weg von Twitch zu YouTube irgendwann gefunden haben. Und man merkt eben damit auch relativ deutlich, dass YouTube hier einen größeren Fokus tatsächlich auf Gaming und auch Livestreaming im Allgemeinen legen möchte. Und keine Angst, ich werde euch hier definitiv nicht mit Livestreams irgendwie zuspammen. Einerseits fehlt mir dazu die Zeit und andererseits, so viele Leute haben bei Webentwicklungs-Livestreams nie wirklich eingeschalten. Also, vielleicht wird es das ein oder andere Mal einen Livestream geben, aber definitiv nicht oft, da braucht ihr keine Angst haben. Was ihr aber demnächst erwarten könnt, zumindest wenn ihr da oben einmal abonniert habt, ist ein weiteres Video. Und wenn ihr darauf nicht warten könnt, dann schaut hier unten links und rechts noch bei 2 älteren Videos mit vorbei. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.